Das Warten hat ein Ende. Endlich geht's hier mal los, Freunde. Sport an! Alrighty then Leute, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Einem kleinen Update zu EU5. Die Order 66 hat es geschafft, nach 26 Tagen Raid 50 zu erreichen. Und damit sind wir auch die erste und einzige Gilde im Moment auf dem Server. Aber Tavernenflotte, Heimathafen, Tenet werden auf jeden Fall nachziehen. Und ja, mega viele Leute auch mittlerweile auf Hall of Night 15. Ist wirklich eine richtig nice Geschichte mit diesem Festungsprojekt, dass ich da irgendwo dabei sein durfte. Ist mega fett. Und wo es auch ein bisschen besser läuft, gerade ist es bei den Pets. Da bin ich ziemlich weit oben wieder gelandet. Das liegt jetzt aber auch daran, dass ich natürlich bei Feuer nicht auf Kokofö gegangen bin und einige Kämpfe jetzt auch gewinnen konnte zuletzt. Jetzt muss ich überall den Übergang irgendwie hinkriegen, wenn es geht, ohne viele Verluste. Und ich werde aber ein paar Verluste fahren, höchstwahrscheinlich, also 1-2 Tage, wo ich gewisse Pets, die ich eigentlich spielen will, vielleicht noch nicht ableveln kann, also beziehungsweise noch nicht finden konnte. Zum Beispiel Birdie Chip habe ich ja schon freigeschalten. Könnte ich jetzt also schon leveln, hätte ich es letzte Woche gepackt. Habe ich leider nicht. Da werde ich sicherlich wieder Plätze verlieren. Bei Schatten muss ich auf jeden Fall Rosa Lynx legen. Aber das mache ich dann, nachdem ich Bad Latter gefunden habe. Also auch hier werde ich ein paar Tage verlieren. Bei Wasser muss ich Engbite noch, also es ist überall so plus minus 1 bis 3 Tage, wo ich ein bisschen was verliere. Aber ich bin froh, dass ich mich da noch irgendwie rausgekämpft habe. Ein bisschen gekämpft habe ich auf meinen normalen Char, bin auf 280 von 275, jetzt mittlerweile auf Schadensrunde 9 hochgestampft und habe übrigens noch hier den Daily Login abzuholen. 40 Minuten habe ich noch, im Moment 2,209 Quadrillionen Runen. Ich habe halt zweimal nochmal geopfert, bevor ich das hier einlöse. 5% on top. Die nimmt man natürlich gerne mit, ist jetzt nicht mega viel, aber kleines Upgrade und dann wird es auch bald weitergehen. Ich werde gleich mal die Toilette ausbauen, die anderen Sachen will ich auch noch ausbauen, aber das kommt Zeit, kommt Rat, will man sagen. Noch nicht reichen hier. Doch, das reicht fast und können wir, glaube ich, auf die 1000 gehen. Genau, gehen wir hier auch auf die 1000. Nice. Schauen wir jetzt also rein, die Chance für diesen Dungeon sind über 1% und auch der gibt halt wieder 300 Millionen XP. Es ist natürlich so, dass ich im Moment mit Gladiator 9 hier angreife. Also ich weiß, dass einige andere in Richtung Seelenextraktor und also Horde of Darkness 15 gehen. Also da bin ich ja im Moment nur bei 10. Da werde ich auf jeden Fall auch einiges an Tagen verlieren, Wochen eher gesagt. Aber ich wollte jetzt doch trotzdem gerne den Gladiator-Trainer auf 10 halt nachziehen, wenn ich jetzt hier weitere Dungeons mache. Also jetzt bin ich ja auf 9 gegangen gegenüber den Dungeons, die ich zuvor gemacht habe. Und würde ich auch noch mal gern auf 10 gehen. Ich glaube, der Kollege geht noch nicht. Auch eine gute Chance hat der jetzt hier, aber der gibt halt fast gar keine XP. Also das ist echt... der gibt weniger XP als ein Twister-Dungeon mittlerweile. Also das ist ja... Twister skaliert immer, je nachdem, wo man sich befindet. Und selbst dann geht er bei 1,5% halt auch jetzt nicht so easy peasy, wie man sich das so vorstellt. Und das für diese minimale Amount an XP ist das eigentlich schon ganz, ganz leicht wieder so eine Verhöhnung. Also das ist richtig eine Verhöhnung. Ich müsste jetzt ein Spiel dran machen. Einfach cutten und bis ich den mal endlich besiege. Aber wir wollen ein bisschen in dem Fall Transparenz zeigen, die eigentlich sinnlos ist. Ich bin schon über dem Schnitt an Versuchen für diesen Dungeon. Noch geneigt zu sagen, ich will den gar nicht mehr machen. Aber es läuft nicht immer an dem, ich dachte gerade, es liegt an dem Elementar-Bonus. Aber klar, dadurch, dass ich jetzt auch die Runen noch nicht so weit habe, habe ich hier auch keine Widerstände aktuell drin, sondern nur die Hitpoints, weil in meinem Runenverhältnis machen die Hitpoints einfach mehr Sinn als der Runenwiderstand. Aber wenn man da schon viel weiter ist im Arena Manager, kann man natürlich die Resistenzen auch mitnehmen. Ja, das kann was bringen. Oh, was zum Geier, ey, wirklich.
Das ist ja unfucking fassbar. Unfucking fassbar. So, jetzt hier. Komm. So, und das Ganze mit dem Ergebnis, dass der nächste halt auch gar nicht geht. Ne? Das ist dann ja auch so super. In der Lichtwelt kann man auch gar nicht mehr so viel machen. Die meisten Endgegner sind halt echt schwer. Auch der hat eine minimale Chance, gibt kaum mehr XP als der andere, den wir vorher hatten. Am meisten XP gibt der hier und der hat jetzt eine Chance von 0,75%. Das wäre natürlich ganz geil, wenn der jetzt relativ zeitnah fällt. Jack the Hammerer mit 281 könnte man dann mit 300 Millionen XP fast auf 283 kommen. Das wäre natürlich schon so ein schönes kleines Upgrade nochmal. Aber, oh. Schön. Okay, die Versuche, die ich bei den Singing Sirens rausgeballert habe, habe ich mir jetzt hier eingespart. Beim Jackie Boy. Sehr nice. Und ja, kommen wir natürlich jetzt gleich weiter, aber ich glaube, das fängt gleich mal mit einem Gegner an, der auch zu krass ist. Muss ich mir nochmal angucken, will ich jetzt nicht riskieren. Ja, das Ewig, was wir bekommen haben, das, sage ich mal, nicht so fett. Gelinde gesagt. Also eine Waffe wäre halt viel geiler gewesen, denn eins ist klar, die Waffe hat jetzt einen Stand von fast auch 10 Leveln. Ja, ich sehe andere Spieler, die jetzt über 300 gepusht sind, die haben eine Waffe mit Durchschnittsschaden 770 plus. Den bräuchte ich wahrscheinlich auch, um noch einfacher durch viele kleine Dungeons zu kommen. Aber vielleicht habe ich Glück und kann es in die Toilette werfen und wenigstens für den Magier eine bessere Kutte finden. Also das wäre noch das Beste. Aber das mache ich dann erst morgen, wenn ich hier wieder was in die Toilette werfe. Ja, da sieht das hier in der Lichtwelt jetzt eigentlich relativ nicht mehr machbar aus. Wo jetzt noch XP liegen, sind in der Schattenwelt. Der hat jetzt mittlerweile über 1% Chance. Der hier hat vielleicht 0,3 oder 0,4% Chance. Hier geht es weiter, also klar, bei dem nicht mehr, aber hier sind noch ein paar Etagen drinnen und dann auch in der Black Skull Fortress, da geht in der Schattenwelt auch was, da sind nämlich nicht viele Magier enthalten, also mit vielleicht einer besseren Waffe tendenziell sind hier ganz viele XP drin, die man braucht, um Level 300 zu erreichen und natürlich geht es auch weiter im Twister, ja, wenn man stärker wird, geht es auch weiter im Twister und ja, da probiere ich auch mal noch ein paar Versuche rein, aber für das Video, für das Upgrade, würde ich jetzt einfach mal sagen, war es das. Ich gehe jetzt noch über Twister dann auf 283 und dann gucken wir die Tage nochmal weiter, was wir über die Schattenwelt noch so Schönes generieren können. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Haut auf jeden Fall rein, Leute. Macht das, tschüss und Servus. Euer Basti. Komm. Poltergeist. Ja. Ja. Nice. Ich denke, beim Twister geht auch noch ein bisschen was. Denke ich. Muss man ein bisschen reingrinden.